Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Heute geht es mal wieder weiter an unserem Golfprojekt. Und ja, ich habe gesehen, gab es die eine oder andere Resonanz drauf. Der eine oder andere hat gefragt, was passiert denn jetzt hier? Gab es ein paar genauere Fragen dazu. Und ich dachte mal, bevor wir jetzt hier was zeigen, beantworte ich das mal eben erstmal vorab, damit alle überhaupt wissen, worum es jetzt hier überhaupt eigentlich geht. So, die erste Frage, beziehungsweise Martin, unser Social Media Mann, hat mir ein paar Sachen zugeschickt, Kommentare, die unter unseren YouTube-Videos stehen. Also, Kommentar 1. Tolles Projekt für die Mitarbeiter, tolles Team und Arbeitgeber. Ein Tracktool fände ich auch persönlich besser, aber egal. Ja, also die Idee mit dem Tracktool war auch zuerst da, dass wir ein Tracktool daraus bauen, weil Allrad und so weiter und so fort macht natürlich Spaß, gerade mit DSG. Das Ding ist halt aber, wir sind einfach so wenig an Rennstrecken unterwegs und natürlich deutlich mehr auf Viertelmeile oder halbe Meile Events. Deswegen war da natürlich die Überlegung, dass wir uns so ein Auto bauen, dass wenn wir Events mitfahren, um Kunden zu betreuen, dass unsere Mitarbeiter halt auch ein Auto haben, um da halt selber ein bisschen Spaß zu haben. Dass man da wirklich nicht nur hinfährt, um zu arbeiten, sondern halt auch um ein bisschen Spaß zu haben. So, was für ein Motor soll da reinkommen? Also, Motor bleibt der EA113, 2 Liter TFSI, wird aber natürlich ganz stark verändert, also wirklich viel von dem Originalmotor bleibt ja nicht übrig. Ich sammle auch schon die ganze Zeit lang Teile, das wächst so nach und nach zusammen, weil da werden auch ein paar extra Teile für uns angefertigt, netterweise. Und ja, aber ich denke mal, zu dem ganzen Motorthema machen wir definitiv nochmal ein separates Video. Einmal, was ist Stand aktuell und was wollen wir da großartig dran verändern. So, der nächste, super interessant. Welche Leistung oder Zeiten plant ihr denn grob an? Also, so eine wirkliche Vorstellung haben wir nicht. Wir haben schon einen Lader und solche Sachen und wissen nachher ungefähr, wo die Reise hingeht. Ja, der Plan war es so irgendwo so zwischen 700 und 800 PS zu machen, dass wir damit mal anfangen, gucken, wie lange das hält, funktioniert das, fliegt uns nicht das Getriebe andauernd auseinander, weil wir werden sehr wahrscheinlich mit dem DQ250 erstmal starten. Und ja, grobe Zeit, ja, 2 Viertelmeile, keine Ahnung, also das Auto muss auf jeden Fall unter 10 Sekunden fahren, ne? Klassiker, man braucht ein 10 Sekunden Auto, ne? Also das ist ganz klar Ziel, alles andere macht wenig Sinn, dann kann man das nämlich auch gleich sein lassen. Ja, was haben wir hier sonst noch? Habt ihr eigentlich ein Limit für das Budget? Nein, also Budget ist eigentlich ziemlich offen. Wir können uns da ein bisschen austoben, sag ich mal. Wir wollen jetzt aber natürlich nicht über die Stränge schlagen. Wir gucken, dass wir halt alles benutzen können oder möglichst viel benutzen können, was wir sowieso schon hier haben, dass man halt nicht so viel Geld ausgibt. Wir haben sonst halt noch, ich habe noch einen ganzen Container voll mit Golfteilen, weil ich viel über die Zeit gesammelt habe. Und ja, die Idee war es, dass wir halt ein paar Sachen verkaufen und um das halt auch so ein bisschen zu finanzieren. Also wir wollen jetzt nicht unbedingt meinem Vater da unnötig auf der Tasche liegen und sagen, ey, es war hier ein Projekt, drück mal Kohle raus hier, um irgendwelche Teile zu kaufen. Das war jetzt natürlich nicht das Ziel. Also, wie gesagt, Budget ist eigentlich offen, aber wir wollen es natürlich nicht unnötig verprassen. Weil das Projekt findet natürlich auch komplett bei uns in der Freizeit statt. Also wir bauen das Auto jetzt nicht während der Arbeitszeit, sondern das ist wirklich ein Freizeitprojekt, wo ja, meine Eltern, der Chef so nett ist und uns dieses Auto zur Verfügung stellt und die ganzen Materialien und die Halle und so weiter und so fort. Also es ist ganz klar ein Mitarbeiterprojekt, was nach Feierabend stattfindet und ja, soll im Prinzip einfach nur alle so ein bisschen unterstützen. Ne, jetzt gerade Azubis, wenn sie jetzt mit dabei sind, ja, dass man halt Sachen mal ausprobiert, wie zum Beispiel mal ein Loch irgendwo reinbohren. Ne, man möchte sich unbedingt sein erstes Loch in 992 Turbo bohren oder so. Da ist das bei so einem Auto natürlich schon ein bisschen schöner. Ja, ich hoffe, damit werden im Prinzip die meisten Fragen geklärt. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, kommentiert gerne unter dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir zeigen jetzt noch ein bisschen was zum Auto. Viel Spaß mit dem restlichen Video. Bis zum nächsten Mal. Deswegen kannst du dann hier die Ecke noch zuschweißen oder auch nicht. Könnt ihr wahrscheinlich machen. Ja, klar, ja, easy. Dann brauchst du halt dann nicht 1, 2, 3, 4, 5 Teile und so noch schweißen. Ja, klar. Das kann ich war aus einem Stück Kanten. Genau, das war nämlich die Frage. Ich wusste ja gar nicht, ob es überhaupt geht oder nicht. Deswegen habe ich das jetzt erstmal halt einzeln aufgeschrieben gehabt. Nein, das aber sind für uns hier 1, 2, 3, 4, 8 Kanten. Ja. Dann schweißt du hier die Ecken zu halt und dann bist du fertig. Okay, dann sagst du, geht das dann machen wir das so. Ja, klar. Dann muss ich dir halt nur ein bisschen Luft ja, die ist genau 31,5, deswegen hatte ich jetzt auf 41,5 gemacht, ja, dass ich halt 5 cm Luft habe, damit ich halt genug Platz habe für die Bleche. Egal. Genau, weil ich muss die ja von oben ja verschrauben in dem Kasten. Links, rechts nicht zu oder so? Genau, rechts, links brauchte ich dann im Prinzip so Deckel, 18x18, die hatte ich aufgeschrieben. Aber soll man das nicht aus einem Stück machen? Kann man das? Ja, wenn es aus einem Stück machen, kannst gerne. Ja, deswegen frage ich einfach so ein Kuchenblech, wo du die reinstellst. Genau. Ja klar, das kann ich machen. Ich bin bis hier gegangen, bis zu der Kante, weil dann können wir theoretisch auch noch einen Schlossträger wieder uns was bauen, dass wir den reinhängen können. Völlig egal, wir machen hier Schnellverschlüsse fertig. Ja, okay, dann ist gut. Einfach ein paar Löcher bohren, gut ist. Das sind ja nur Schrauben. Weil dann würde ich, sag mal, so tief ist der ja ungefähr, ne? Ja. Dann würde ich nämlich ungefähr hier die Tiefe annehmen von dem hier, dass wir, sag ich mal, das
hier einmal rübergehen, theoretisch, weil dann haben wir hier auch die Anschraubpunkte wieder. Du kannst, ja, im Endeffekt kann man das Ding fast nachbauen. Es geht ja nur darum, dass wir im Prinzip die Punkte haben und das hier vorne, das reicht uns ja. Und mehr braucht ja, nach vorne geht nochmal. Wir könnten auch langsam mal gucken hier vorne wegen dem Blech, das sollten wir auch mal ausmessen, weil das sollten wir auch noch zumachen. Weil wenn das lange offen ist und das Ding noch länger draußen steht, dann haben wir da bald wirklich Mäuse drin. Dann mache ich das jetzt. Ja. Geil. Try to take it, I'm getting it back. And if they hit me, they gotta get taxed. I'm making hit after hit after hit, and I promise you, boy, every one of them slap. Hop on a verse and I body it quick. They never work, and it's why we don't mix. I don't got time for the faking. I swear that I'll always say real, something they never did. Oh, they saying that I'm up next. I told them that I'm up now. Promise I came for the next. I'm needing honeys on hundreds, cause that's what I'm worth. Show me the finish, I'm getting it first. Show me the best, and that's me and my worst. I need that money, I'm getting it now. I'm at the top, but I started way down. I told them hundreds of times that I'm really done waiting. I swear that I came for the crown. Oh, you should go ahead and write over. I was in a 4, leveled up to the Rover. Feeling like Blake, Können wir das ins Fenster reinmachen, das Ding weiter benutzen, und machen uns dann einfach von der anderen Seite auch, weiß ich nicht, 3 mm Blech oder je nachdem, wie wir da hinkommen, machen wir uns auch eine Platte, beziehungsweise bauen wir uns den Flansch nach, dann müssen wir nämlich gar nichts anderes irgendwie kaufen, da können wir nämlich genau den wieder benutzen. Ja. Das wäre quasi nur umtauschen, dann können wir die Leitung schön hoch, Halter dran. Kannst ja so richtig fancy verlegen. Ein bisschen machen wir so ein bisschen mit so einem leichten Winkel, dass er runter geht und dann unten nur so leicht ansteigt, damit da wirklich nichts drin stehen bleibt in der Füllleitung. Ja, genau. Hätte ich jetzt gesagt, dass wir das als nächstes machen. Ja. Dass wir erstmal bis oben bauen, lassen ein Stückchen stehen und von da aus können wir dann immer noch gucken. Ja. Fenster bleibt ja vom Winkel her die gleiche, also können wir im Prinzip 2 Winkel so passend bauen. Ich hätte das, sag ich mal, dass wir hier noch ein Stückchen Rahmen unten, damit das nicht frei ist, dass wir hier in den Bereich rein. Das können wir uns ja anzeichnen. Das ist ja dann, wie du willst, positionieren. Genau, dann können wir, ja, dann können wir das so machen. Dann haben wir das nämlich auch, können wir von außen rein. Im Prinzip, es geht ja nur darum, hier ein Adapterstück, sag ich mal blöd gesagt, und Tankadapterstück. Ja, einfach so eine Schlauch, also nicht so eine Schlauch, aber eine Leitung dazwischen. Ne? Genau, und dann kann als Schlauch. Schlauch ist ja sehr fusch. Aber wichtig sind ja erstmal 2 Abschlüsse, sag ich mal. Also einmal zu Fenster, einmal zu Tank. Wo du es dann im Fenster positionierst und wo ihr den Schlauch dann dazwischen machst. Wir können das ja grob schon mal annehmen, dann müssen wir einfach den Bogen anhalten und den dann raus. Deswegen schon im Edelstahl machen, weil es ein bisschen einfacher zu schweißen ist. Ja, nee, ist ja verständlich. Jetzt du ja sagen, wie dir schon mitgenommen hast, ja. Kriegen wir hin. Dann haben wir das schon mal. Dann können wir jetzt den anderen Kollegen hier reinsetzen. Ja. Befestigung. Dann baue ich dann den Flansch schon mal aus und dann haben wir das. Sekunde. Nicht, dass ich mir die Finger verletzen, Bo. Ja, aber sollte eigentlich ganz gut. Ach, Bombe. Wenn wir das fixiert haben, ist das alles gut. Ja. Weil so steht hier auch relativ schön gerade, ne? Ja, doch. Sollte ja nicht so gekippt stehen, wenn wir das anpassen würden, aber so können wir das machen. Ja. Also hier können wir im Prinzip direkt eigentlich durchschrauben, würde ich sagen. Und hier nehmen wir uns 2, 4 und vorne ist ja auch wieder bündig. Hier können wir bündig nach unten. Hier machen wir durch, dann biegen wir das Stück hier noch an, dann haben wir da auch noch mal ein bisschen halt. Im Prinzip genauso wie wir es beim Tank gemacht haben. Nur dass wir hier vorne noch mal um die Ecke rumgehen, hätte ich gesagt. Dann haben wir da noch mal ein bisschen eine bessere Position. Genau, nehmen wir genauso wie wir es beim Tank gemacht haben, 3 Schrauben. Ja. Hier eine Mitte, zack. Genau, sprich Hülse und da können wir direkt drauf gehen. Das ist ein guter Plan.
Okay, ne? Auf geht's. Auf geht's. Rein an die Maloche. 45. Du musst ja irgendwie den Ring von unten gegen. Ah, das kriegen wir hin. Zur Not klemmt man den da irgendwie kurz. Ja, stimmt. Nur festhalten. Also ich würde von unten die Wasserwaage drunter halten, dass beide auf der gleichen Höhe sind wegen dem Unterboden auf jeden Fall. Das glaube ich macht am meisten Sinn, weil sie doof aus, wenn sie unterschiedlich hoch sind, oben und vor allem unten das gleiche. Weil wenn ich mich recht erinnere, waren die eigentlich fast gleich hoch, bis auf einen Zentimeter oder so. Also da tut sich nicht viel. Ja. Können wir zu zweit machen, dass einer drunter hält. Genau, dass einer drunter hält und oben macht eben einer da eben die Punkte, wo der dann später im Auto sitzt und gut ist. Ja, beziehungsweise wir können es ja eh einfach regeln über eine Distanz. Ich meine, ich würde keine Distanz lösen, ich würde es abschneiden, sonst hast du rechts und links unterschiedlich, das sieht immer doof aus. Nee, ich meine hier zwischen. Ich weiß, das würde ich nicht machen. Ich würde die abschneiden, die Bleche, und genauso nach unten setzen wie die. Also sonst hast du wieder zweimal unterschiedlich, das sieht so gefummelt aus, weißt du, was ich meine? Ja. Also die Idee ist gut, keine Frage, macht Sinn, hast ja recht. Aber ich glaube, das sieht am Schluss gefummelt aus. Ne? Jetzt habe ich es verstanden, Ja. Ja. Muss mal gucken, hier ist ziemlich viel Biegung drin, aber das kriegen wir wohl hin. Ich wollte gerade sagen, wir machen da wieder so ein dickes, so eine Gummimatte drunter, machen da unten die Kontermuttern, ziehen das an, sind wir fertig damit. Das zieht sich schon in die Position. Wie gesagt, ich würde das unten, ich würde nur gucken, dass wir die Wasserwaage runterhalten, dass rechts und links gleich hoch ist. Vorher würde ich die Dinge abschneiden und dann legen wir die einfach nur an den Kasten dran, dann punktet man die einmal fest und dann können wir den außen durchschweißen. Ja, und sonst hätte ich gesagt, dass wir auf jeden Fall aus Pappen, da wo die Löcher sind, ne? Das wird die auch noch ziehen. Genau, dass wir uns da mal so eine Pappschablone bauen. Genau, so eine ABS-Platte oder eine Aluplatte oder sowas, scheißegal. Von mir aus können wir auch Carbon, ich kann auch Carbon im Internet kaufen. Kannst ja bestellen, so plattenweise. Legen wir uns einmal drauf, zeichnen wir ab, schneidest du einmal aus, verschraubst du fertig. Das ist kein Hexenwerk. Können wir genauso machen. Das wäre natürlich. Wird auf jeden Fall gut aussehen hier, weil das hier so große Löcher sind, weißt du? Ja. Mal gucken, wie motiviert wir sind, was wir alles zumachen. Aber ich glaube, ich würde nur die großen zumachen, weil das halt ja auch so doll hier drin sonst. Ne? Vor allem, das ist ja jetzt auch nicht so viel. Nee. Wir haben uns schon mal für die Batterie, die soll ja hinten reinkommen, haben wir uns schon mal so einen Kasten anfertigen lassen, nach Maßen. Für die Batterie, die wir uns ausgewählt haben, natürlich mit ein bisschen Platz, dass wir da auch, sag ich mal, noch Sicherung oder sonst was mit einbauen können. Und jetzt zuletzt haben wir die Bremsleitung für die Hinterachse gemacht. Die kam ja aus einem Golf 7, meine ich, oder ne, Golf 6 war das. Und da mussten wir die Leitung halt alle nochmal neu machen, haben wir neu verlegt. Da warten wir jetzt noch auf die Verbinder. Da sind wir soweit fertig geworden und ja, jetzt haben wir dann noch die Batteriehalter durchgeschweißt. Den Batteriekasten durchgeschweißt, Entschuldigung. Und ja, jetzt kümmern wir uns noch um die Betankung durchs Fenster. Da sind wir momentan noch am Besprechen und ja, ein, zwei Löcher haben wir noch verschlossen. Innenraum, ne? Genau, und den Innenraum haben wir auch komplett auseinandergenommen, dass wir da uns was überlegen können, wie wir das am schönsten machen. So, also an sich wäre das ganz geil mit dem trapezförmigen Pleuel, weil der Kolben wird dann natürlich dementsprechend auch trapezförmig gemacht. Ist geil für die Kraftübertragung. Das Problem ist aber, wenn man das so macht, wir fahren jetzt viel Drehzahl, wir brauchen ja bestimmt, weiß ich nicht, 8.500, 9.000 Umdrehungen, damit der Lader auch richtig im Saft steht. Glaube ich, dass die Fläche oben zu dünn ist und ja, die Fliehkraft einfach zu groß ist und dass uns das einfach immer oben abreißt. Und dann haut der Kolben bzw. das Pleuel einmal von unten auf den Kolben drauf und dann hast du einmal Gulasch. Das wäre eher nicht so geil. Deswegen, ich glaube, ich mache das trotzdem eckig und dann passend zum Kolben müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber also an sich ist das geil für ein Straßenauto oder sag ich jetzt mal, weiß ich nicht, wenn du 500, 600 PS machst. Aber für alles, was mehr ist und mehr Drehzahl, glaube ich, macht das andere mehr Sinn. Aber das werden wir herausfinden, würde ich sagen, oder? Das für die Kraftverteilung eigentlich besser ist. Aber wird auch schon funktionieren. Und wenn nicht, dann baue ich halt mal wieder den Motor auseinander. Also das passiert nicht öfter. Ich habe mal dieses Reststück hier genommen, ne? Achso, ja, für dein Projekt da. Nee, nicht für mein Projekt, für meinen Reparaturauftrag. Ja. Hier, Titanteller. Da möchte ich aber auch was mitmachen. Titan. Musst du im Käse. Nein, eigentlich ist, also ich sag mal so, wenn man jetzt besonders viel Drehzahl fährt, ist es eigentlich Schwachsinn. Also wenn jetzt, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, einen Umbau machst, EA 113, 500, 600 PS und fährst maximal Drehzahl irgendwie 7.500 oder so, da macht das keinen Sinn, die Titanteller zu kaufen. Die brauchst du einfach nicht. Weil es geht halt einfach nur darum, normalerweise sind die auch Stahl, die Teller. Und wenn sich die Nockenwelle natürlich dementsprechend schnell dreht, schafft das halt einfach über die Fliehkräfte nicht so schnell wieder zurückzukommen und dann haut die da schneller drauf, kann sein, dass der Keil rausfliegt. Ja,
Kann sein, dass ich Scheiße habe, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so war. Ja, deswegen, also die Titanzeller, klar, für uns macht das jetzt Sinn, weil wir jetzt 9000 drehen, aber jetzt für jeden Standardumbau 500-600 PS halte ich das für drüber. Audi S3 8L, nee 8P, ich hatte ja mal einen 8P auch mit dem ER113 Motor und dem hatte ich ja auch 489 PS, ich glaube 620 Newtonmeter und Serienfedern, Serienteller und das Ding hat auch 7 halt gedreht. Mit dem bin ich ausgedreht auf der Autobahn am 6. Gang 315 gefahren, GPS gemessen. Sind die schwarz? Ja. Wow. Das müsste Einlass, müsste Auslass sein. Die sind auch relativ groß. Also ich habe Einlass 1 mm größer gewählt und Auslass 2 mm größer. Ich hole mal ein paar Originalventile und wir messen mal. Mal gucken, ob wir das Richtige auch gekriegt haben. Ja, das kommt hin. Auslass 1 mm größer. Auslass zu sein. Mensch, habe ich keine Einlass mehr? Ich glaube, ich habe keine Einlassventile mehr. Zumindest weiß ich nicht, wo sie sind. Tja. Doof gelaufen. Und ich sehe auch gerade, dass sie gar nicht diesen... Es gibt ja diese verschiedenen Ventilkeile, ne, um die Feder und den Teller zu sichern. Der hat es hier diese standardmäßige mit 3 Rippen, der hat jetzt hier mit einer Rippe. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal die Ventilkeile bestellen. Ich dachte, ich hätte die mit dem Dreier bestellt, aber wahrscheinlich war nur die lieferbar. Naja. Scheißegal, gibt's auch noch ein paar Keile. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. So. Also ich muss sagen, ich finde die schon ganz schön sexy. Einzige, was mir nicht so ganz gefällt, ich denke mal, das macht man aber, oder beziehungsweise die machen das deswegen, dass der Querschnitt hier verjüngt ist. Das ist eigentlich geiler, wenn er bis unten hin durchgehend ist, gerade durch die hohe Geschwindigkeit, weil das zieht natürlich brutal hier unten dran. Von der Struktur wirkt das schon geiler mit dem hier. Dass der auch komplett durchgehend ist. Das ist jetzt ja extra so. Ne, man sieht es ja, das sind ja 2 verschiedene Materialien. Das oben, das Metall, ist extra so gemacht, dass es halt einen sehr, sehr, sehr geringen Reibwiderstand hat. Und das unten ist halt gepanzertes Material. Liegt halt an der Temperatur. Der bewegt sich ja durchgehend an der Stelle. Und hier unten haut der ja immer so auf den Sitzring drauf. Wenn du jetzt ja kein gepanzertes Material hättest, dann wäre der natürlich nach kürzester Zeit komplett im Arsch. Das gleiche gilt natürlich auch für den Sitzring, der muss auch dementsprechend gepanzert sein, sonst hast du natürlich beides kaputt. Ich meine zumindest, das gepanzert ist, bei Porsche ist das auf jeden Fall so. Dann extra gehärtet. Aber bei Porsche sind die jetzt auch noch Natrium gefüllt, damit die die Temperatur besser aufnehmen können. Das hier nicht, das ist ganz normal Standard. Standard auch relativ, ne? Das sind jetzt ja schon Upgrade-Ventile. Aber was meinst du, bis wie viel Leistung halten die? Boah, ich glaube, Leistung ist völlig irrelevant eigentlich fürs Ventil, weil im Endeffekt nimmt das Ventil jetzt ja keine große Kraft auf. Also es geht jetzt eigentlich nur mehr darum, dass wir jetzt den Querschnitt, also den Durchmesser erhöhen von dem Ventil, dass wir halt einfach, ja, dass mehr Luft einströmen kann in den Zylinder, wenn die Nockenwelle quasi das Ventil öffnet. Ne? Das sage ich jetzt mal, selbst wenn du die Nockenwelle mit gleichem Hub fährst, wirst du trotzdem mehr Füllung haben, weil das Ventil größer ist. Verstehst du? Weil natürlich die Fläche größer ist und die Luftmasse kann natürlich viel einfacher dann eintreten in den Brennraum. Ja. Sehr, sehr cool. Abfahrt. Hey! So, ne? Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir wieder Blödsinn an dem Golf machen. Abo. Und genau, ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, das wäre cool. Vielleicht auch ein Like und ihr könnt auch gerne kommentieren, was ihr gerne sehen wollt oder worauf ihr noch Lust habt. Und ja. Ich verziehe mich hier, ich gehe nach Hause, spät genug, schönen Feierabend. Tschüss.